Adrian gibt eine Pressekonferenz, bei der er sich als neuer Boss von Food for Little präsentieren wird. Na, da hat's aber jemand eilig. Bei der Gelegenheit werden auch die ersten Plakatentwürfe für die Werbekampagne gezeigt. Dang, dong. Sollen wir ins Kino? Sag mal, keine Aufnahmen ohne meine Stylisten, ist das klar? Der wäre in diesem Fall hoffnungslos. Ja. Ich nehme das mal als Kompliment. Sag mal, gibt's eigentlich irgendeinen Grund, warum du mich hier halbnackt filmst? Doch nicht etwa fürs Internet? Moment. Ich drehe hier ein Märchen. Aha. Von einem Prinzen, der das kleine Dorfmädchen entführt und ihr die große, weite Welt zeigt. Ja, und sie vor Drachen und Ungeheuern beschützt. Die Drachen lassen wir besser in Düsseldorf. Ich glaube, dass wir in Chicago sehr, sehr glücklich werden. Ich möchte einfach unseren Neuanfang dokumentieren. Und da findest du es passend, dass der Film mit mir, mit der Frisur und dem Outfit beginnt? Naja, wenn unsere Kinder in ein paar Jahren mal fragen, wie der Papa damals ausgesehen hat, dann... Moment. Ohne Bauchansatz ausgesehen hat, klar. Na ja, gut, dann können wir ihnen einfach die DVD zeigen. Gut, aber alles müssen unsere Kinder ja trotzdem nicht zu sehen kriegen, oder? Ein Kuss. Also gut, einen Kuss. Aber dann ist Schluss. Ja, auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen, das Zeug wird einschlagen wie eine Bombe. Wenn mir mal einer erzählt hätte, dass ich in verdauungsfördernde Milchnahrung investiere. Der Grafiker muss das Bild noch mal nachbearbeiten. Hat er doch schon. Das sieht immer noch irgendwie blöd aus. Unsinn, du siehst toll aus, so authentisch. Onkel Adrian, dem nur eins am Herzen liegt, das Wohl der Mütter. Ja, die Pupse ihrer kleinen Lieblinge. Eigentlich ein bisschen eklig, findest du nicht? Die Gewinne werden es sicher nicht sein. Ah, Kitty! Was halten Sie von dem Bild? Ach, das Baby ist aber süß. Ach, das Baby ist aber süß. Ja, genau das wollte ich von Ihnen hören. Was gibt's denn? Herr Brandner ist da. Ja, immer rein mit ihm in die gute Stube. Herr Brandner, na, wie läuft's auf dem Bau? Ja, darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Allein, wenn es geht. Frau von Berneck ist eine langjährige Freundin, eine vertrauensvolle Mitarbeiterin, bitte. Also, diesen Monat die Rate für den Kredit. Ist heute fällig und Sie haben sie Cash dabei. So ist es mir am liebsten. Leider nein. Ich muss Sie um Zahlungsaufschub bitten. Das fällt Ihnen aber früher ein. Ich versuche die ganze Zeit, Geld aufzutreiben, aber Sie wissen... Herr Brandner, wissen Sie was? Setzen Sie einfach diesen Monat mit der Rate aus und in 4 Wochen machen wir wie gewohnt weiter, okay? Das ist ja großzügig von Ihnen. Ach, ich bitte Sie. Sind wir Unternehmer nicht alle mal in einem kleinen Engpass? Hm? Können wir das bitte schriftlich festhalten? Ja, natürlich. Kitty setzt Ihnen ein Schreiben auf und schickt es Ihnen zu. Schönen Dank. Ist auf jeden Fall besser als tanzen. Vor allem nicht so gefährlich. Doch, es ist gefährlich. Ich bin gedacht, die große Reue kommt immer erst am Tag danach. Wow. So etwas hat noch nie ein Mann für mich getan. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich hören will, was als nächstes kommt. Hoffentlich kommt noch sehr viel.
Aber es muss ja nicht alles gleich am ersten Abend sein. Ey, wir lassen uns alle Zeit der Welt, okay? Ich würde dir gern länger auf die Füße treten. Ich muss zurück an meinen Schreibtisch. Sorry, aber das musste einfach mal sein. Gute Nacht. Schlaf schön. Du auch. Träum was Schönes. Das werde ich bestimmt. Wir telefonieren? So in 10 Minuten? Erst? Wie geht's dir? Ganz okay. Die Überreihe am Flügel, die lenkt mich ein bisschen ab. Ich bin gerade auf dem Weg in den Weinkeller. Jan und ich, wir wollen noch ein Glas trinken. Hallo, Jana. Schade eigentlich, dass du schwanger bist. So ein Gläschen Wein zur Beruhigung, das wäre doch jetzt genau das Richtige. Was soll das? Ich glaube, ich weiß, warum Johannes dir den Flügel vererbt hat. Wenn Leonard und ich erstmal in Amerika sind, dann kannst du dich darauf ablenken, bis dir die Finger bluten. Sarah, glaubst du, man merkt nicht, wie sehr du Leonard hinterherheulst? Aber genau deswegen gehen wir weg, damit wir dich nicht länger ertragen müssen. Ich bin ja nur froh, dass zwischen Leonard und mir alles geklärt ist. Wir gehen bewusst von hier weg, weil wir uns für unsere Ehe entschieden haben. Du aber musst weiter mit deinen Lügen leben. Jedes Mal, wenn Gregor dir sagt, wie sehr er dich liebt. Und er wird dich weiterhin anhimmeln, weil er keine Ahnung hat, dass du mit Leonard geschlafen hast. Jana, bitte glaub mir endlich. Ach komm, jetzt die könnte ich doch die Zeit zurückdrehen, Nummer. Ich weiß, dass ich das nicht kann. Aber ich würde mir wünschen, dass wir uns wenigstens nicht so voneinander verabschieden. Wie stellst du dir das vor? Eine große Abschiedsfeier? Mit Tränen? Wir waren mal sehr gut befreundet. Ich bin froh, wenn ich im Flieger sitze und dich nie wieder sehen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie zur Präsentation von Food for Little, einer völlig neuartigen Produktlinie im Bereich der Säuglingsernährung, erschienen sind. Unter strengsten Auflagen und durch Verwendung hochwertigster Ist ja nicht süß. konnte die Zusammenarbeit Schade nur, dass Ihnen dieses Zeug noch ganz andere Schwierigkeiten einbringen wird. das in Deutschland ja auf Ab morgen hängt das Werbeplakat in allen Städten Deutschlands. Dann kennt ihn jede Mama und jedes Kind. mit Food Und wenn dann noch bekannt wird, dass der liebe Onkel Adrian die armen kleinen Kinderchen vergiften will. Ah, Lydia. Was ist los? Nichts. Ich... Oh, dieses Lächeln kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Damals, als mein Möhrchen zum ersten Mal verliebt war. Mann, war ich eifersüchtig. Aus dem Alter bist du hoffentlich raus. Herr von Lahnstein, soll ich Ihren Mantel abnehmen? Nein, nein, danke. Dann hast du dich also endlich mit ihm ausgesprochen. Ja. Und? Was dagegen? Nein, ganz im Gegenteil. Süße Träume. Justus, ich könnte die ganze Welt umarmen.
von Lahnstein? Was ist denn mit Ihnen los? Was Unglaubliches, Wunderbares, Unfassbares, Justus. Ja, das freut mich außerordentlich. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich muss mal ganz... Chef, ja. Ja, machen eine ordentliche Geschichte, ja. Bin ich froh, dass das alles gut gegangen ist. Wie hast du gesagt, Tantchen? Einfach an den Umsatz denken. Ja. Ich fände es ja nur ganz schön, wenn Angelo zwischendurch auch mal arbeiten könnte. Aber weißt du, der ist immer noch auf der Suche nach der großen Liebe. Nur fürchte ich, die ist ein bisschen zu groß. Ich sehe Sie hier öfter manchmal abends alleine. Sie haben nicht zufällig Interesse an einer Beziehung. Olli, sag mal, was machst denn du hier? Warum hast du dich nicht gemeldet? Ach, ihr kennt euch? Flüchtig. Naja, das war ja wohl mehr als flüchtig. Wir kennen uns vom Schiff. Aha. Ja, ich war auf Single-Urlaub und Olli war mein Steward. Ah. Ja. Ich muss jetzt aber mal weitermachen. War schön, dich mal wieder zu sehen. Graf Lahnstein. Ich wollte mich nur noch mal bedanken, dass mir Ihre Familie den Vortritt bei diesem unglaublich lukrativen Geschäft gelassen hat. Das war nicht so ganz Ihr Kaliber, nicht wahr? Na, sagen wir mal so. Wir haben es nicht nötig, unlautere Geschäftsmethoden anzuwenden, um eine Firma aufzukaufen. Ich habe mehr Geld bezahlt, aber Sie den höheren Preis. Übrigens, es tut mir wirklich sehr leid, dass Ihr Vater auf dem Rückflug von den Verhandlungen ums Leben gekommen ist. Adrian, könntest du bitte kurz kommen? Ich unterhalte mich gerade. Es ist dringend. Entschuldigung. Stimmt es, dass der geplante Werbespot vorläufig nicht produziert werden soll? Völlig unnötige Investition. Wir sind in den Printmedien vertreten. Und außerdem haben die Mamis wegen ihrer Plagen sowieso keine Zeit zum Fernsehen. Und was ist mit den werdenden Müttern? Sie sind eine Hauptzielgruppe. Der Spot kostet 750.000. Peanuts. Aber anscheinend hast du doch mehr mit diesem Brandner gemein, als du zugibst. Ich werde prüfen, ob sich die Investition doch noch lohnt. Ich hatte noch mal das Bedürfnis, mit Ihnen zu sprechen, nachdem Herr von Lahnstein uns gestern unterbrochen hat. Es war alles gesagt. Ich kenne die Akte Ihres Sohnes und sie wirft kein besonders gutes Licht auf Sie. Alles, was in dieser Akte steht, habe ich aus purer Verzweiflung getan. Das müssen Sie mir glauben. Außerdem habe ich in der Zwischenzeit noch weitere nicht besonders positive Dinge über Sie in Erfahrung gebracht. Da haben Sie es also geschafft. Die Lahnstein-Sippe versucht, mich schlecht zu machen, wo immer es nur geht. Die Familie von Lahnstein hat damit nichts zu tun. Ich bilde mir ein objektives Urteil. Schön. Das hatte ich schon fast bezweifelt. Wieso? Sebastian von Lahnstein hat gestern tatsächlich behauptet, ich hätte den Überfall auf Sie inszeniert. Verstehen Sie nicht? Er ist ein von Lahnstein. Er hat Kontakt zu Ihnen. Sie können sich sicher sein. Das beeinflusst mein Urteil in keiner Weise. So, jetzt bist du dran. Und Action! Okay, also, wir wünschen dir und Dr. Lahnstein natürlich viel Glück in Chicago. Und dass die Kollegen dort in der Klinik bloß nett zu euch sind. Sonst... Hey, warte mal. Wie war denn dein Vorstellungsgespräch? Dr. Becker ist echt cool drauf. Heißt das, du kannst deinen Zivildienst hier fortsetzen? Ja, das sagt er mir später. Cool. Danke nochmal für den Kontakt. Gerne, kein Problem. Ich muss jetzt aber nach Hause, weil ich so eine coole Idee für so einen geilen Stethoskophalter habe. Das sieht nämlich schon komisch aus, wenn dieses Ding da um den Hals der Dogs baumelt. Du bist der geborene Designer. Tschüss. Ciao. Sorry. Hallo. So, jetzt noch mal in Englisch. Ein Mädchen, ich wusste, es wird ein Mädchen. Hi, Anna. Wir haben gerade erfahren, dass wir ein Mädchen kriegen. Dann kommt sie ja bestimmt nach ihrer Mutter. Wollen wir in der Kantine weiterfilmen? Na komm, du hast es wenigstens versucht. Ich kann ja verstehen, dass sie enttäuscht von mir ist. Sie wird schon die Kurve kriegen. Kommen Sie bitte mit zur Blutabnahme. Ja, bis bald. Ich muss los. Ich habe einen Termin beim Grafen und bei seinem Sohn. Aber wenn du willst, kann ich dich mit in die Stadt nehmen. Ach, prima. Dann kassiere ich kein Ticket. Ich komme auch mit. Ach, übrigens, die Sache mit Degenhardt ist im grünen Bereich. Ich
Ich kann die Rate später zahlen. Wirklich? Ja, krieg's heute noch schriftlich. Ja, du, dann sage ich doch der Buchhaltung gleich Bescheid, dass die Löhne für die Mitarbeiter angewiesen werden können. Und ich führe heute noch ein Gespräch mit einem gewissen Herrn Wolf. Es geht um den Auftrag für ein Mehrfamilienhaus. Na, kommt uns das nicht genehm? Dass du noch schlafen kannst? Ist nicht die erste Krise, die ich durchmache. Das wäre nichts für Matthias. Deswegen hat er sich nie selbstständig gemacht. Mir zum Vorteil. So gewinne ich einen fähigen Mitarbeiter für meine Firma. Wenn wir erst eine Wohnung in Düsseldorf gefunden haben, dann wird dein Feierabend auch wieder etwas ruhiger. Ach, ich freue mich doch, dass ihr hier seid. Deswegen möchte ich mich mit einem leckeren Mittagessen für deine Gastfreundschaft revanchieren. Wie wär's mit Curryhuhn? Oh, das klingt so gut. Sie sollen überprüfen, ob ich kurzfristig 750.000 rausziehen kann. Ja, warte. Ja? 400.000. Der Rest steckt in Aktien. Sind Sie eigentlich dämlich? Natürlich weiß ich, dass ich zu große Verluste machen würde, wenn ich jetzt verkaufe. Nein, zu dem Kurs verkaufe ich nicht. Ich überlege mir was anderes. Danke, ciao. Blödmund. Gott. Der bescheuerte Spot kann doch nicht so wichtig sein. So, das Schreiben von Herr Brandner ist jetzt fertig. Wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Kitty, Sie sind wirklich meine beste und cleverste Mitarbeiterin. Lydia. Wir sind gerade in einer Besprechung. Ja, Sie wollten ja den kleinen Hannes sehen. Ich hole ihn mal eben. Sebastian, wir hätten doch abgemacht, dass vorläufig niemand von uns erfährt. Ich habe von draußen deine Stimme gehört, da konnte ich nicht anders. Wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Es geht schließlich um meinen Job. Frau von Anstetten war bei uns zu Hause. Stimmt es, dass du ihr unterstellt hast, sie stecke hinter dem Überfall auf mich? Ja. Aber nur, weil ich... Wie kommst du dazu, dich da einzumischen? Du kannst doch nicht einfach behaupten, dass sie den Überfall auf mich initiiert hat. Der Hexe ist alles zuzutrauen. Ich habe einfach Angst um dich. Ich kann schon selbst auf mich aufpassen. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe und dass ich vorsichtig sein muss. Hoffentlich. Nicht hier. Wir treffen uns später, okay? Und ich weiß auch schon, wo. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in Chicago. Vielen Dank. Ich maile euch, sobald wir unsere Sachen ausgepackt haben. Okay. Ciao. Jana. Sarah geht es ganz schön nahe, dass ihr beiden euch nicht mehr versteht. Für mich ist das auch nicht einfach. Ich weiß. Du trägst ihr immer noch nach, dass sie das mit Leonard und Paris verheimlicht hat. Und für mich war das auch schwer, aber ich habe Sarah verziehen. Und Leonard auch. Das ist ja schön, wenn du so großherzig bist. Jana, die beiden können nichts dafür, dass sie keine Geschwister sind. Und sie haben es dir nur deswegen so lange verheimlicht, damit du dich nicht unnötig aufregst. Unnötig. Es ist doch alles eingetreten, was wir uns gewünscht haben. Ich bin fertig. Ja. Es wäre auch für dich ein besseres Gefühl. Wir entwickeln ein Programm für unglücklich Verliebte. Und die werden stinkreich. Immerhin. Wenn wir unseren Traummann schon nicht haben können. Liebe Sarah, möchtest du meine Trauzeugin sein? Jetzt hat alles seine Richtigkeit. Und ganz ehrlich, ich kann mir niemand Besseren wünschen als dich. War gar nicht so leicht zu finden. Und gefällt dir das alte Gemäuer? Ungewöhnlich, aber wunderschön. Jedenfalls wird uns hier keiner sehen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis geklärt ist, wer das Sorgerecht für Hannes bekommt. Dann müssen wir aus unseren Treffen kein Staatsgeheimnis mehr machen. Obwohl es ja irgendwie auch ganz spannend ist. Wie schätzt du es denn ein? Meinst du, Hannes bleibt bei Ansgar? Ich darf mich nicht groß äußern, aber Tanja muss vor Gericht. Wegen Kindesentführung und Vortäuschung ihres eigenen Todes. Sie hat also schlechte Karten. Wollen wir nicht über was anderes reden oder einfach nur spazieren gehen?
Die Brandners werden von den Lahnsteins angezogen wie Fliegen von der Scheiße. Ob du so die Probezeit auf dem Amt bestehst, liebe Lydia? Schatz, du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Was willst du damit sagen? Ach, das Huhn, fantastisch. Ich glaube, mein Mann meint was ganz anderes. Aus unerfindlichen Gründen hält mich meine Familie für eine hoffnungslose Chaotin. Nein, Mama, wir doch nicht. Ja, und zum Glück ist das ja ganz schnell wieder beseitigt, ne? Nee. Bei uns gilt die Regel, wer kocht, muss nicht aufräumen. Also ich bin von der Regel ausgeschlossen. Warum du denn? Ich bin beschäftigt. Ah, hast du wieder was entworfen, worauf die Menschheit gewartet hat, ja? Genau. Ach, übrigens, das St. Vinzenz Krankenhaus will mich haben. Das ist ja super. Dann ist die ganze Familie mit Jobs in Düsseldorf versorgt. Und es ist ein Grund anzustoßen. Hier. Mach schon mal die Flasche auf. Das wird Lydia sein. Herr Degenhardt. Ach, kommt Sie doch rein. Stellt die Post jetzt der Chef höchstpersönlich zu? Welche Post? Ach, ich danke Ihnen noch einmal, dass Sie mir den Aufschub für die Rate gewährt haben. Tut mir leid, ich weiß nicht genau, wovon Sie reden. Bitte? Ich wollte fragen, warum bis heute mein Geld noch nicht auf meinem Konto eingegangen ist. Versprich mir, dass du es niemandem verrätst. Ja. Wir kriegen ein Mädchen. Cool. Wird bestimmt süß. Intelligent wie der Vater, schön wie die Mutter. Und, wann ist der Geburtstermin? Im August. Löwe. Schon mal ein sehr gutes Sternzeichen. Habt ihr schon einen Namen? Ich bin hier gerade bei den Namenstop 10 der letzten Jahre. Wie ist denn der Empfang so? Das hast du ganz toll installiert, den drahtlosen Internetzugang. Ja. Ihr solltet euer Kind WLAN nennen. Wird bestimmt hip. Nein, danke, keine Doppelnamen. Amelie finde ich eigentlich ganz schön. Lena. Nein, dann Anna. Oh, davon gibt's auch mindestens 200 in der Stadt. Dann nennen wir es Sarah. Wie ihre wunderbare Mutter. Jana. Es ist leider noch keine Kreditrate bei mir angegangen. Das finde ich sehr unschön. Hallo, hallo. Natürlich ist kein Geld eingegangen. Ich habe nichts überwiesen. Ich habe die Löhne für meine Arbeiter angewiesen und werde heute noch Gespräche führen über einen neuen Auftrag. Tut mir leid, in unserem Vertrag steht aber, dass bei Nichtzahlung einer Rate die Gesamtsumme sofort fällig wird. Ich muss Sie also leider bitten, die restlichen 400.000 sofort an mich zu zahlen. Herr Degenhardt, ich kann nicht mal eine Rate bezahlen. Wie soll ich da den gesamten Betrag aufbringen? Na, Sie hat noch Ihr Haus als Sicherheit angegeben. Ach, Sie wollen, dass ich mein Haus verkaufe?